In Kingdom Come 2 haben wir die Möglichkeit, unseren Charakter ganz nach unseren Vorlieben und Spielstilen zu entwickeln. So haben wir zum Beispiel im Laufe des Gesprächs oder der Story immer wieder die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen, ob wir etwas zustimmen oder ob wir irgendwo gegensprechen. Und genauso entwickeln wir schon in den ersten Spielminuten unseren Charakter in eine gewisse Richtung. Und das schauen wir uns mal etwas genauer an. Mein Ziel ist es, komplett als Dieb hier durchzugehen. Ja, ich habe mir die Schlüsselmomente im Start des Games rausgesucht und das sind eben solche Momente, wo man sich anfangs schon entscheiden kann, in welche Richtung geht man. Also, was ist deine persönliche Vorliebe? Wie möchtest du das Game spielen? Und so kannst du jetzt schon entscheiden, was für dich vielleicht relevant ist. Also, möchtest du vielleicht eher als Soldat mit Schwert und Schild rumrennen oder eben hier als Berater vielleicht mehr mit Kommunikation in das Game reingehen oder, so wie ich in diesem Fall, komplett als Dieb, Heimlichkeit, hinterhältig, Schlösser knacken, Taschendiebstahl und all das gucken wir uns jetzt hier an. Wie kommt man da am besten rein? Was sind die besten Möglichkeiten, diese Skills nach vorne zu bringen? Ja, und das hier ist die erste Auswahlmöglichkeit und hier gehen wir dann natürlich auf Kundschafter. Wir haben hier an der Seite natürlich auch immer noch so kleine Erklärungen, die kann man sich in Ruhe durchlesen und dann hat man so ein bisschen eine Information, in welche Richtung es halt eher geht. Aber auch hier steht schon, wenn du dich hier mal anders entschieden hast, ist es nicht tragisch, denn wir entwickeln uns im Laufe des Spiels immer in die Richtung, die wir halt am meisten betätigen. Also Learning by Doing, also wir kriegen mehr Skills, wenn wir zum Beispiel die ganze Zeit Schlösser knacken. Und das steht auch dann unten nochmal in diesem roten Text. Es ist für den Anfang natürlich so eine kleine Orientierung, so eine kleine Richtung. Ja, auch zum Beispiel Berater ist absolut sinnvoll, weil man eben sehr viel auch mit Sprechen umgehen kann, beziehungsweise beeinflussen kann. Und genauso ist natürlich auch das Kämpfen interessant. Allerdings kommt man anfangs vielleicht noch nicht in ganz so viele Kampfsituationen, deswegen gehe ich erstmal natürlich komplett auf das Heimliche. Ich wähle jetzt hier den Kundschafter aus und schon geht dann natürlich die Story weiter dementsprechend und wir sehen oben, Fähigkeiten haben sich verbessert in Richtung Kundschafter. Jetzt gucken wir uns natürlich dann die nächsten Schlüsselmomente an. Nachdem wir uns in den ersten Szenen schon einmal entschieden haben, geht es danach hier ins Lager. Und hier im Lager, ja, kommen wir dann später auch nochmal zu verschiedenen Entscheidungspunkten. Doch zunächst müssen wir Schwertkampf üben. Und das machen wir hier mit dem Edelmann, mit dem Hans Capon. Und mit dem müssen wir reden. Wir gehen dann jetzt gleich in den Schwertkampf rein, üben ein wenig und danach geht es weiter mit den wichtigen Entscheidungspunkten. Damit es in den Schwertkampf reingeht, müssen wir im Inventar unseren Helm ausrüsten. Das heißt, wir brauchen erstmal eine gepolsterte Haube. Darauf setzen wir dann den Eisenhelm und nehmen dann das Übungsschwert in die Hand. Und dann geht es auch schon los. So, mit der Taste 1 ziehen wir dann das Schwert. Und dann können wir auch schon gleich loslegen. Es ist ganz nett gemacht. Es ist so ein ich zeig dir was, du zeigst mir was gerade. Und wir starten einfach mal rein. So, und damit geht's dann los. Halt, wir müssen erst noch das Schwert ziehen. So, 1-1 und dann haben wir das Schwert. Die ganzen Schwerttechniken sind anfangs etwas schwierig, gerade weil man eben mit dem Bewegen der Maus, man sieht es in der Mitte, eben auch immer die Angriffsrichtung verändert. Da muss man sich so ein bisschen reinfuchsen, das muss man vielleicht ein bisschen üben, aber man kommt da schon rein mit der Zeit. Und sollte dir im Laufe der Zeit auffallen, dass das mit dem Schwert alles zu schwierig ist, es gibt auch eine Möglichkeit, eine Waffe zu wählen. Auch das kommt gleich direkt im Anschluss, die dann einfach vielleicht ein bisschen grobschlächtiger ist, mit der man nicht so filigran und finessenreich kämpfen muss. So, wir legen jetzt erstmal los hier und verprügeln ihn ein wenig. Okay, er blockt einfach nur. So, jetzt greifen mehrere Angriffe an, das haben wir auch schon erledigt. Jetzt geht es ins Blocken.
Und geblockt und geblockt. Nee, nicht geblockt. Rechte Maustaste gedrückt halten und dann blockt er auch gleich wieder. So, jawohl. Ja, das ist jetzt absolut wichtig. Man sieht das, diese kleinen Zeichen hier in der Mitte, dieser perfekte Block, das ist etwas, was man wirklich ein bisschen üben muss, dass man genau in diesem Moment blockt, beziehungsweise dann, das kommt jetzt hier im Anschluss, den Gegenschlag ausübt. Also blocken, wenn das erfolgreich war, sofort den Gegenschlag. Das ist jetzt schön in der Slow-Mo hier. Langsam, zack, blocken und Angriff. Also rechte Maustaste mit dem Block, zack und sofort linke Maustaste und gib ihm. Das ist schon essentiell und auch wichtig, dass man das dann auch selbst im Faustkampf später macht. Also das geht in verschiedensten Kampfsituationen. Ja, und weil wir natürlich richtig gut unterwegs sind und wissen, wie das geht, antworten wir und wir sagen, was? 100 Groschen, 200 Groschen. Wir brauchen ja Cash. Also rein da. Blocken und jawohl, blocken und Gegenschlag. Und blocken und Gegenschlag. Und blocken, siehst du, so schnell geht das dann. Zack, zack. Und man muss natürlich immer gucken, in der Mitte ist unten die Action Bar. Da hat er mich getroffen. Blocken, Gegenschlag und wieder getroffen. Die Action Bar unten, die ja eben anzeigt, wie viel Energie haben wir. Auch wichtig. Übrigens, ein ganz guter Angriff ist dieser gerade gestochene. Wie wir sehen hier gerade, haut das ganz gut rein. Wenn der Pfeil jetzt unten ist, so wie jetzt, und nicht nach oben. Jetzt hat er uns eingegeben. Block, Gegenschlag. Bisschen Abstand, Energiegewinn wieder. Und dann gib ihm. Zack, zack, blocken, Gegenschlag. Und da hat er uns eingegeben. Oh, noch ein. Oh, oh, oh. Jetzt hat er uns aber richtig eingegeben. Bisschen Abstand. Blocken, Gegenschlag, blocken. Und vielleicht mal ein bisschen Abstand, damit man wieder ein bisschen Energie hat. Und gib ihm und gib ihm und gib ihm. Und auch mal ein bisschen weiter, auch wenn man schon keine Power mehr hat. Wenn er gerade aus der Bahn geworfen ist, dann muss man einfach durchziehen. Und gib ihm. Ich meine, man kämpft ja im schlimmsten Fall ums Überleben. Und das ist ja das, und wir haben es tatsächlich geschafft, das ist halt der Knackpunkt. Wenn man halt in dieser Zeit im Mittelalter verletzt ist, ist es immer schlecht. Und so ist das halt im Game auch. Wir haben wenig Speichermöglichkeiten. Das heißt, wenn man mal verletzt ist, dann ist es wirklich schlecht. Also versucht man natürlich, man kämpft wirklich ums Überleben. Das Feeling kommt wirklich gut rüber. Und jetzt kommen wir allerdings zu der wichtigen Stelle. Jetzt kommen die nächsten Entscheidungspunkte. Ja, auch hier geht es dann weiter. Also hier haben wir dann die Möglichkeit natürlich wieder in Richtung Redekunst, Vitalität, Agilität oder eben in Richtung Stärke zu gehen. Ich bleibe natürlich erstmal komplett auf Agilität. Und damit kriegen wir auch noch einen Level-Up hier während der ganzen Szenerie, also in der Hauptstufe auch noch weiter gelevelt. Und das Gespräch geht weiter und wir kommen dann zu einer Situation, ja, wo waren wir zuletzt? Und dann können wir natürlich sagen, okay, ich brauchte Ruhe, ich habe ein bisschen was gelernt oder Überleben und so weiter. Ich wähle hier natürlich jetzt Heimlichkeit, weil das natürlich in Richtung Meuchelmörder bzw. in Richtung Dieb geht. Also das wählen wir hier aus und kommen dann damit natürlich am besten weiter. Hier kommen wir dann zu einer wichtigen Stelle eben für alle, die eben nicht so gern mit dem Schwert kämpfen. Da könnte man einfach sagen, okay, man nimmt schwere Waffen, man nimmt dann vielleicht irgendwann Keulen und Knüppel und kann dann eben mit diesen schweren Waffen, mit wenigen gezielten Hieben Leute auch ganz gut eben außer Gefecht setzen. Man kann eben auf dem Schwert natürlich bleiben, man kann auch unbewaffnet reingehen, auch durchaus eine Möglichkeit, dass man dann eben eher über den Faustkampf reingeht oder natürlich auch schießen. Auch das ist durchaus eine Möglichkeit, dass man eben mit dem Bogen sehr schön agil ist. Braucht natürlich auch ein bisschen Übung. Ich denke, Schießen ist vielleicht im Laufe des Spiels oder im späteren Bereich nochmal ganz interessant. Ich wähle eigentlich hier anfangs ganz simpel auch das Schwert. Funktioniert auch eigentlich immer ganz gut. Und damit haben wir schon die Schlüsselpunkte quasi, die wichtigsten ersten Skillpunkte verteilt. Dann geht es eigentlich erst weiter
wenn die Story ein bisschen weiter fortgeschritten ist. Die spoilere ich jetzt natürlich nicht. Da kann jetzt jeder selbst sich so ein bisschen das Game anschauen und ein bisschen weitergehen. Beziehungsweise wir schauen uns das natürlich auch live im Stream dann nochmal an. Und so geht es dann weiter, nachdem die gesamte Szenerie, der gesamte Anfang sozusagen durchgespielt ist, landen wir irgendwann in dieser Situation. Also nicht gerade großartig bekleidet. Die Leute sprechen uns auch schon drauf an, warum wir hier so rumlaufen. Und auch sie, die Bara, spricht uns hier an. Und sie hilft uns und von ihr können wir ein ganz wichtiges Werkzeug bekommen. Und zwar Dietriche. Weißt du noch etwas über Carter? Carter, ein ganz wichtiger Charakter später, sollten wir auf jeden Fall treffen. Denn der bringt uns im Laufe des Spiels oder im Laufe des Anfangs sozusagen schon ganz wichtige Kampftechniken nochmal bei. Essentiell, also die sollte eigentlich jeder erlernen, diese Kampftechniken. Man muss da allerdings auch ein bisschen gut ausgerüstet hingehen und vielleicht mit einer vernünftigen Waffe, gut genährt und Verbände einstecken, denn da wird dann trainiert, aber mit echten Waffen. Genau, die Kampfübung, gehe zu Carter, da kommt das dann, wenn man hier gefragt hat, hier meinst du, er kann mir das beibringen? Jawohl, und dann geht es los. Wo finde ich ihn? Auch das ist natürlich wichtig. Ich brauche Hilfe. Gibt es auch noch als Option und da gibt es dann verschiedene Punkte, das wird hier alles schön erklärt. Und auch hier können wir dann entscheiden, wie wir rumrennen wollen und zwar natürlich hier mit diesem Heimlichkeitssymbol. Ich will nicht rumlaufen wie ein bunter Hund, also nicht so auffällig sein. So, und schon haben wir hier, da hinten sehen wir es, haben wir Dietriche bekommen. Sehr, sehr praktisch. Und damit können wir dann schon die ersten Truhen knacken. So, und damit haben wir hier das Wichtigste. Wir haben sogar noch ein bisschen Geld von ihr bekommen, ein paar Groschen, und können jetzt frei herumlaufen. Wenn wir jetzt das Inventar öffnen, sehen wir, wie wir hier rumlaufen, also nahezu nackt. Wir standen gerade noch an dem Pranger. Und können uns jetzt natürlich einkleiden. Was jetzt wichtig ist, als Dieb, als Schurke, wir müssen immer darauf aufpassen, wie wir aussehen und was für Geräuschentwicklung durch unsere Kleidung entsteht. Und das sehen wir hier unten in diesem Bereich. Zum einen die Sichtbarkeit, zum anderen die Geräusche und die Auffälligkeit. Auffälligkeit ist etwas, was dem Adel vielleicht irgendwie wichtig ist oder wenn man mal auffällig sein will. Man geht prunkvoll durch so eine City und ist dann natürlich auch auffällig. Das will man dann ja auch, weil man dann Ansehen hat. Das ist vielleicht für uns gerade, wenn man als Dieb unterwegs ist, nicht so relevant. Genauso wie gesagt auch die Sichtbarkeit. Wir wollen dunkle Kleidung anziehen, damit wir eben auch in dunklen Gassen und Ecken und im Schatten nicht gesehen werden. Das ist alles relevant. Das heißt, wenn wir das hier anklicken zum Beispiel, die verschiedenen Sachen, sehen wir, dass sich dann immer die Werte ändern. Also, das ändert sich, aber es ändert sich natürlich auch immer die Geräuschentwicklung. Auch das wollen wir natürlich so niedrig wie möglich halten. So, ganz ohne etwas angezogen haben wir keinerlei Geräuschentwicklung. Sichtbarkeit ist natürlich auf 60, ist schon ziemlich hoch, aber wir sind zumindest schon mal sehr leise. Jetzt gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie man hier reingeht. Wir müssen an Geld kommen. Wir brauchen Kleidung, wir brauchen Waffen im Idealfall. Wir müssen ja erstmal zurechtkommen hier mitten im Mittelalter. Und ein sehr guter Weg ist es, Blumen zu pflücken. Ganz simpel. Wir pflücken Blumen, Kräuterkunde. Wir leveln dadurch Stück für Stück auch Überlebensskill. Und wir können hier den ganzen Löwenzahn aufpflücken natürlich. Was sich da empfiehlt, immer dahin zu gehen, wo sehr viele Blumen gleichzeitig stehen. Also wir pflücken in einem Radius so ein bisschen. Wir pflücken nicht jede Blume einzeln, sondern wir pflücken hier, wenn wir jetzt auf Kamille gehen, dann pflückt man und man pflückt halt so ein bisschen einen größeren Bereich. Bedeutet also, wenn man irgendwo einen Bereich hat, ich glaube hier vorne ist er genau, da ist der Alchemist. Und wenn wir hier zum Beispiel seine Ringelblumen pflücken, dann pflücken wir nicht nur jedes einzelne, sondern eben auch mal mehrere gleichzeitig. Das Schöne ist beim Blumenpflücken, wir machen nichts Illegales. Wir können hier einfach, selbst hier in den Gärten, die Blumen pflücken. Da werden wir irgendwie nicht argwöhnisch beäugt. Das ist alles soweit okay. Wir können hier, genau,
Da haben wir auch noch Salbei, auch ein bisschen größere Mengen direkt pflücken. Und das Schöne ist, hier haben wir direkt 4 Stück gleichzeitig. Und das Schöne ist, wir können diese Blumen verkaufen. Wir können hier jetzt gleich einfach zu dem Besitzer des Hauses gehen und ihm hier die Blumen verkaufen. Vorher waschen wir uns aber erstmal noch, denn wir sehen, wir waren gerade an dem Pranger und wir sehen das vielleicht sogar noch an unseren Händen. Noch waren sie dreckig und gleich sind sie so einigermaßen sauber. Das zählt übrigens auch für Kleidung. Wenn wir nicht negativ auffallen wollen, rennen wir natürlich nicht mit blutverschmierter Kleidung rum. Und dementsprechend zieht man dann seine Kleidung an. Hier haben wir auch immer so eine kleine Markierung, dreckig. Und dass man das dann eben erstmal wäscht. Also man wäscht sich an dem Trog und dann sieht man es auch an der Kleidung, dass die wieder einigermaßen vernünftig aussieht. Also die erste gute Möglichkeit, an Geld zu kommen, ist tatsächlich einfach Blumen einsammeln. Wenn wir wollen, können wir dann natürlich auch die Blumen weiterverarbeiten. Moinsen, hast du deine Hose versoffen? Das ist schon wieder eine Anspielung drauf. Wir rennen gerade nackt rum. Was ist da los? Also die Leute reagieren da drauf. Und hier könnten wir jetzt natürlich mit den gesammelten Kräutern auch noch Alchemie machen. Ist ein bisschen aufwendig, ist ein bisschen schwierig, das ganze Thema der Alchemie. Muss man sich allerdings trotz allem so ein bisschen mit beschäftigen. Denn darüber können wir auch einen der wichtigsten Tränke machen, den Speichertrank sozusagen, den Retterschnaps. Und damit können wir eben zwischendurch mal speichern zusätzlich. So, jetzt wollen wir natürlich Dieb oder unsere Diebesfähigkeiten weiter ausbauen. Wir gucken mal eben. Er hier oben hat sehr gute Sachen in seinen Schränken. Die können wir natürlich, hier unten steht schon, wenn wir stehlen, kommen wir halt sofort an den Knast oder wir werden halt angegriffen. Er hat auch noch eine Ladenwache hier drin. Hier hinten stehen verschiedene Kisten und so weiter. Wir können natürlich erstmal ganz normal mit ihm handeln. Dafür sprechen wir ihn an und gehen hier oben auf Verkaufen und können dann sagen, okay, hier die ganzen Kräuter, alles was wir hier haben, schön alles verkaufen. Brennnesseln und Disteln und ihr seht, wie viele verschiedene Kräuter es gibt. Und man sieht es eben auch hier an der Seite, ist es dann immer markiert, alles das, was wir verkaufen wollen. Und ich hatte vorher schon hier wild rumgesammelt, dementsprechend viel habe ich hier jetzt schon. Und jetzt können wir, ich sitze da genau davor, auf X drücken. Und zwar X gedrückt halten. Und dann kommen wir in das Feilschen rein. Auch das essentiell. Wir können immer ein bisschen über die Preise feilschen. Wir sollten es allerdings auch nicht übertreiben. Jetzt haben wir hier oben den Preis stehen. Das ist das, was wir haben wollen. Wir wollen natürlich möglichst viel. Und das ist natürlich dann, naja, wie viel er dann halt maximal abgeben will. Ein ganz guter Wert ist meist so, ich sag mal, vom Balken her so ungefähr 1/3 mehr verlangen. Danach sagt er, nee, ist mir zu viel. Und dann landet man ungefähr vielleicht, ich denke mal, wir werden so bei 21 ganz gut landen. Also gehen wir da mal rein. Einigen wir uns? So wirst du mich aber nicht umstimmen. So, da sagt er, nee. Und wir sehen auch schon, ja, vielleicht mit 21 könnte es sogar noch knapp werden. Nein, so wird das nichts. Schluss mit dem Gefeilsche. Und damit war ihm das schon zu blöd. Also lieber da dann auf Nummer sicher gehen. Bei höheren Werten können wir da natürlich deutlich besser alles verkaufen. Ja, jetzt können wir natürlich nicht mehr feilschen. Das Feilschen ist jetzt ausgeblendet. Jetzt könnten wir das Ganze normal abschließen und verkaufen das jetzt natürlich trotzdem. Ist jetzt nicht ganz ideal gelaufen, aber wir holen uns unser Geld ja schon wieder. Um jetzt effektiv hier als Dieb klarzukommen, und wir haben ja noch nichts, wir stehen ja mit leeren Händen da, gibt es also neben dieser Einnahmequelle gibt es auch noch den Schneider. Den gucken wir uns auf jeden Fall gleich auch noch an. Aber hier ist es schon mal eine ganz interessante Stelle. Hier könnten wir schon mal gucken, ob wir nicht zum Beispiel ihn beklauen können. Das wäre eine Möglichkeit. Ich kann das ja mal probieren. Wir gehen mal hier in die Hocke. Was wird das? Warum schleichst du dich hier so herum, du Landstreicher? Das mögen sie gar nicht. Also, wenn man so natürlich so offensichtlich daran geht, ist das natürlich schlecht. Da wurden wir natürlich direkt gesehen. Aber man kann eben ganz vorsichtig um die Kurve herum und es trotzdem nochmal versuchen. Und jetzt steht hier unten ja schon das Stehlen und ich probiere es einfach mal.
Und solange wir... Deine Pfoten da weg. Und da wurden wir erwischt. In der Situation kommen wir jetzt entweder an den Pranger, wir müssen Geld zahlen oder wir laden einfach neu. Und ja, macht euch darauf gefasst, wenn man als Dieb hier anfängt, gibt es einige Rückschläge und man wird ein paar Mal wahrscheinlich anfangs mehrfach erwischt. Aber man kommt auch ratzfatz in richtig... Guck mal, da kommen sie schon an, die Wachen. Jetzt habe ich dich. Jetzt habe ich dich. Ich lade einfach mal neu. So, ich probiere es jetzt nochmal bei der Magd hier, die am Hacken ist. Das sieht schon mal sehr gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. Und dementsprechend gehen wir jetzt nach ganz unten schnell. Das ist schlecht. Das ist auch schlecht. Und jetzt müssen wir ganz schnell raus. Keiner hat was gemerkt. Also, das ist natürlich dann gefährlich. Irgendwo ganz tief vergraben wird der Schlüssel sein. Wir müssen natürlich auch gucken, wie laufen die, was machen die. Es kann sein, dass die sich jetzt gleich umdreht, weil sie ihre Bahn hier durchgehackt hat. Dann wäre es natürlich schlecht, wenn wir da gerade in ihrer Tasche rumwühlen. Genauso könnten wir natürlich auch versuchen, hier ranzugehen. Aber aus diesem Winkel ist es äußerst schwierig. Oben, da können wir auch nicht dran gehen. Wir gucken uns das jetzt vielleicht bei ihm hier nochmal an. Und wenn das hier einfach partout nicht klappt, weil die Szene gerade einfach hier nicht passend ist, dann gehen wir einfach... zu einem anderen Ort und versuchen da zu klauen. Guck mal, das sieht doch gut aus. Das sieht sehr gut aus. Und jetzt wird es langsam rot. Und wir gehen runter. Ich hoffe, das ist der Schlüssel. Das ist er. Schnell zurück. Und damit haben wir einen Schlüssel zu dem Gutshof hier. Und das sehen wir auch an den Türen. Wenn dann da steht, aufschließen. Oder halt Schloss knacken. Also die Wahl haben wir jetzt. Wir haben jetzt quasi einen Schlüssel zum Gutshof. Das ist wichtig. Das heißt, wir können dann in der Nacht hier reingehen und dann versuchen, die Leute zu beklauen. Bevor wir das jetzt allerdings machen, gehen wir natürlich nochmal zum nächsten Punkt, wo wir direkt am Anfang schön klauen können. Und das dann einfach versuchen direkt zu verstecken. Also wir klauen etwas, wir versuchen es zu verstecken. Und das haben wir hier bei dem Schneider. Auch den kann man übrigens hervorragend beklauen. Beim Alchemisten ist es so, wenn wir den nachts besuchen und dort alles beklauen und den dann beklauen, haben wir auch wahnsinnig viele Tränke und Zutaten für die ganzen Tränke. Das lohnt sich richtig. Hier beim Schneider ist es so, hier sind natürlich wahnsinnig viele Anziehsachen. Ne? Also verschiedenste Sachen, die man tragen kann, aber eben auch hier Schabracken für die Tiere, für die Pferde, die sehr wertvoll sind. So in der Situation, wir machen mal die Tür zu, kann man natürlich auch versuchen, ihn zu beklauen, aber genau, er steht meistens so. Hast du deine Hose versoffen? Und wir können natürlich nicht, wir müssen aufpassen, wir dürfen nicht hinter die Theke. Dann erscheint oben sofort das Zeichen. Ach, dann ist gut. Und er sagt, nee, Privatbereich, da bitte nicht hingehen. Aber hier neben, also hier, können wir einfach hin. Und können ihm hier ein, zwei Sachen einfach klauen. Was dann so nicht weiter auffällt. Sollten wir aber zu viel klauen, fällt es irgendwann auf. Beziehungsweise wenn wir versuchen hier an seine Börse zu kommen, kommen wir da dran. Ich glaube, da jetzt vielleicht, das könnte gehen. Das war schon sehr riskant. Das heißt, ich gucke mal jetzt nur, was er hier hat. Ein paar Handschuhe, ja, schnell wieder raus. Und jetzt gehen wir einfach mal kurz raus, denn wir haben ja hier schon ein paar Sachen. Und es ist immer so, dass sobald denen auffällt, dass da was fehlt und wir waren die letzten Kunden und da fehlt denen auf einmal was, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon relativ hoch, dass die uns verdächtigen und dass wir dann auch irgendwann gesucht werden. Und dann kommen die Wachen und durchsuchen uns. Was man gut machen kann, hier an diesem Bienenstock kann man nicht nur erstmal ein bisschen Nahrung haben, so ein bisschen Honig, sondern man kann hier auch einfach Sachen reintun. Und hier sehen wir geklaute Gegenstände mit dieser roten Hand. Wenn wir das dabei haben, falls wir kontrolliert werden, dann ist das schlecht.
Dann haben wir das hier, das kann da auch hin und das haben wir auch. Alles schon geklaut. So, der Rest ist alles sauber. Und dementsprechend haben wir jetzt da drin, in diesem Bienenstock, unser kleines Lager. Da kommt übrigens gerade eine Wache vorbei. Unser kleines Diebeslager. Und können da schön alles reinstecken. Und das ist eben auch immer noch da drin, wenn wir vielleicht irgendwann mal erwischt werden. Und ja. Ärger. Verstanden? Nein, ich mache doch keinen Ärger. Verstanden. So. Eine schicke Tasche dabei, oder? Bisschen hinterherlaufen. Oh ne, das ist zu knapp. Den beklauen wir lieber nicht. Das wäre ein bisschen zu knapp. Aber trotz allem können wir jetzt eben nochmal hier und das gleiche Spielchen auch bei dem Schneider machen. Irgendeiner der Angestellten, die da rumrennen, die haben halt alle einen Schlüssel dabei. Und da können wir natürlich gucken, bei dem Hof, guck mal, da vorne sitzt zum Beispiel jemand, ob wir da nicht dran kämen. Und die Dame hier einfach mal beklauen können. Das ist auch schon schlecht. Direkt wieder raus. Und ich fange einfach nochmal an. Das ist deutlich besser. Es fängt schwarz an. Das ist gut. Das heißt, wir haben viel, viel, viel mehr Zeit. Direkt nach ganz unten durch. Ich lasse sogar das Geld. Ich nehme nur den Schlüssel. Schnell, 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 schnell raus. Und wir sind weg. Auch das ganz essentiell. Wir haben jetzt den Schlüssel zum Schneider. Und die merken das natürlich auch gar nicht. Kommen wir da rein? Jawohl. Wir können das hier aufschließen. Und das bedeutet, wir haben jetzt die Möglichkeit, in der Nacht die Läden leer zu machen. Ich drücke jetzt einfach mal T und spule einfach weiter hier bis 23 Uhr. Und schon haben wir dann gleich Nacht. Und zwar auch wirklich spät. Also vielleicht sogar bis 24 Uhr. Vielleicht mache ich noch mal ein bisschen weiter. Denn die Leute waren, die haben ja ihren Tagesablauf, die waren vielleicht noch gerade in der Taverne, die laufen vielleicht noch irgendwo rum. Da hinten rennen auch noch welche rum. Die sind vielleicht noch gar nicht alle wirklich im Bett. Hier ist keiner mehr drin. Wir könnten aufschließen. Da liegen aber, glaube ich, schon wieder welche. Und das heißt, jetzt können wir hier natürlich gucken, ob wir da nicht was bekommen. Ich würde sagen, wir fangen mal vielleicht hier. Ne, wir fangen mal hier an. Also, aufschließen. Und da hören wir einen Hund im Hintergrund. Und ja, hier gibt es natürlich auch Hunde. So, wir stehlen jetzt einfach alles das, was jetzt hier ist. Das sind diese Schabracken und Mützen und so weiter. Wir nehmen jetzt einfach alles mit. Wir haben ja unser kleinen Bienenstock, unser Lager. Und auch hier in dem Regal ist ganz, ganz, ganz viel. Ich mache mir jetzt die Taschen komplett voll. So, die Kappe hier auch noch. Das sieht man an dem Zeichen. Man sieht vielleicht so ein bisschen so einen dicken, fetten Sack auf dem Rücken. Und damit haben wir aber jetzt hier alles. Und jetzt gehen wir damit natürlich erstmal raus. Und bringen das alles schön zu unserem Versteck. Auch hier achten wir jetzt natürlich darauf, dass wir keiner Wache über den Weg laufen. Denn nachts muss man... ja, guck mal, nächstes Level. Nachts muss man ein Licht dabei haben, weil man ja sonst zwielichtig ist. So, hier ist jetzt unser Versteck. Die Sachen sind hier drin. Und alles, was uns hier gerade in den Taschen rumliegt, auch das kommt jetzt alles rüber. Klack, 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 klack. Einfach mit E. Hier das auch alles. Alles rüber. Nach einer gewissen Zeit, das auch, die Hosen und so weiter. Die Schabracken für die Pferde, die Damenkleidung. Nach einer gewissen Zeit sind diese Sachen nicht mehr, ich tue auch das Schwert da mal rein, da habe ich ein bisschen mehr Gewicht. Sind die Sachen nicht mehr als geklaut gemeldet. Das heißt, wir können die dann ganz normal verkaufen. Oder da, wo der Kater, wo wir die Schwertkunst erlernen, wo der sich aufhält, auch da gibt es einen Hehler. Also auch das wäre dann eine Möglichkeit. So, jetzt kommt der schwierige Part. Wir haben natürlich immer noch den Schlüssel. Wir schließen dann natürlich auf. Perfekt. Können hier einfach aufschließen.
Und jetzt versuchen wir, hier haben wir das Hausmädchen, da gehen wir gar nicht erst ran, sondern wir gehen hier direkt zum Schneider. Und versuchen den, das ist sehr gut, das fängt gut an, versuchen den zu beklauen. Jetzt wird es langsam brenzlig. Direkt nach ganz unten durchklicken. Wir haben den Schlüssel, schnell durch. Ich hoffe, dass das der Schlüssel ist zu seiner Truhe. Und damit sind wir hier schnell wieder raus. Übrigens auch Türen wieder zumachen, denn Leute sehen das. Das heißt, wenn wir irgendwo einsteigen und wir klauen etwas oder die sehen, dass irgendwo eine Tür offen ist, dann ist das auffällig. Okay, es war der falsche Schlüssel. Zweiter Versuch. Da ist der zweite Schlüssel. Schnell wieder raus. Wir haben Stehlen die nächsten Skillpunkte bekommen. Das ist gut. Damit schauen wir jetzt hier, jawohl, aufschließen. Und wir haben hier eine riesen Kiste, komplett voll, mit wahnsinnig vielen Sachen. Irre. 300 noch was an Kohlen. Alles genommen. Ich bin komplett überladen natürlich. Die Taschen sind voll. Und ich laufe jetzt so komplett überladen. Natürlich zu meinem kleinen Versteck, zu meinem Bienenstock. Und lade da erstmal alles ab. Da bleibt erstmal alles drin. Und wir kriegen mehr Stärke. Jawohl, weil wir so schwer beladen sind und mit diesem komplett überladenen Inventar hier rumrennen. So, ab zu dem Bienenstock. Mein Inventar. Und es geht los. So, raus damit. Und das auch noch. Rüstungssets, jawohl. Schneiderwerkzeug. Also alles raus, was diebesgut ist. Das ist doch schon mal richtig gut. Und jetzt geht's direkt weiter zum Alchemisten. Beim Alchemisten wird es schwierig, denn der hat einen Hund. Und da müssen wir aufpassen. Denn wenn der Hund uns erwischt, fängt er an zu kläffen und die Leute werden wach. Gucken wir mal, kommen wir so rein. Und da sind wir schon. Und da ist er, der Alchemist, der Apotheker. Und das wird nix. Nächster Versuch. Das wird auch nichts. Nächster Versuch. Das sieht ein bisschen besser aus. Ungefähr so bis 12. Das sollten wir schon ungefähr hinkriegen. Da haben wir einen Schlüssel. Schnell wieder zurück. Ich hoffe, dass es der richtige ist. Direkt weg. So. Und jetzt versuchen wir hier am Hund vorbeizukommen. Direkt die Treppe nach oben. Das ist zumindest schon mal die richtige Tür, der richtige Schlüssel. Hier haben wir nochmal einen Trank. Das ist jetzt nicht so besonders. Hier haben wir auch nochmal einen Trank. Nehmen wir auch mit. Aufschließen. Und siehe da, jede Menge Rezepte, Zutaten und so weiter. Wahnsinn. Auch das sehr, sehr wertvolle Gegenstände. Das nehmen wir jetzt hier natürlich alles komplett mit. Bücher und so weiter und so weiter. Und die gesamten Gegenstände hier eben auch für Alchemie, getrocknet schon. Die ganzen Kräuter, alles mitnehmen. 300 Groschen. Und nochmal ein bisschen Seife. Sehr gut. Nehmen wir natürlich alles mit. Und schon sind wir hier eigentlich raus. Das war's. Wir machen die Tür einfach zu. Und sehen zu, dass wir nicht dem Hund über den Weg laufen. Da sehe ich gerade nicht, wo der ist. So, und dann heimlich hier natürlich auch wieder verschwinden. Gucken, dass der Hund uns nicht erwischt. Und ich renne jetzt natürlich wieder hinten rum zum Versteck. Dort gebe ich alles ab. Der nächste und einer, der auch noch sehr wichtig ist, ist der Gelehrte hier im Dorf. Dem läuft man über den Weg, der Schreiber. Und der Schreiber
hat einen ganzen Schrank voll, eine ganze Truhe komplett voll mit Büchern, Skillbücher. Und über diese Skillbücher, darüber leveln wir. So, jetzt kommen hier die ganzen Tränke noch, alles weg. Ja, und über diesen Schreiber, wenn wir den Schreiber beklaut haben, bekommen wir Skillbücher ohne Ende. Die ganzen Skillbücher können wir verwenden, um weiter zu leveln, um weiter selber zu skillen. Wir können mehrfach Skillpunkte rausziehen aus diesen Büchern, bis wir dann alles durchgelesen haben. Das braucht mehrere Tage tatsächlich, bis wir also ein Buch durchgelesen haben oder zumindest einige Stunden. Und ja, das ist eben ein ganz wichtiger, guck mal hier, 600 noch was. 600 noch was Groschen schon, das ist doch schon mal richtig gut. Ja, das ist auf jeden Fall nochmal ein ganz wichtiger, ein wichtiges Opfer, wo wir hinwollen. Den Schreiber gucken wir uns mal eben an. Den finden wir tagsüber hier beim Vogt. Das heißt, wir müssen uns zum Vogt ins Haus reinschleichen. Sehr schwierige Geschichte, weil das natürlich alles bewacht ist. Halt! Kontrolle! Zeig mir, was du dabei hast. Das kann natürlich auch passieren, ne? Einfach Kontrolle. Los, durchsuch mich ruhig. Ich habe nichts zu verbergen. Ich habe nichts zu verbergen. Ganz wichtiger Punkt. Wenn man halt was dabei hat, dann ist es vorbei. Hey, du kannst im Dunkeln nicht ohne Licht rumspazieren. Oh je, habe ich eine Fackel? Ja, ich habe eine Fackel. So, jetzt habe ich doch die Fackel dabei. Und schon ist alles wieder in Ordnung. Ja, jetzt waren wir hier gerade beim Schreiber sozusagen. Also wir kommen so natürlich hier nicht rein. Gerade nicht, auch nicht nachts. Tagsüber kann man hier reingehen. Beziehungsweise man kann auch hinten herumlaufen. Auch da gibt es Möglichkeiten, dass man da eben auch Teile der Quest eben abschließt. Auch da will ich jetzt nicht viel rumspoilern. Also hier gibt es durchaus Möglichkeiten, dass man hier reingeht. Auch hier unten rum gibt es gute Möglichkeiten. Oder dann eben hier, wie gesagt, rein. Und dann beim Schneider eben beim Schreiber einbrechen. Jetzt hier mit dem normalen Schlossknacken, das muss ich jetzt nicht versuchen. Wenn man das natürlich machen will, wir haben jetzt gerade erstmal nur einen Dietrich. Wir kriegen allerdings im Laufe der Zeit mehr Dietriche. Und dafür verfolgen wir die Hauptquest. Und zwar haben wir die Hauptquest einmal hier oben zum Schmied zu gehen. Oder wir gehen hier unten hin zum Müller. Ja, und hier unten der Müller, das ist der uns in die ganzen Diebesaufgaben und die gesamte Diebesgilde quasi mit einführt. Und das wäre hier der Weg, wenn wir natürlich klauen wollen. Trotz allem empfiehlt es sich wohl auch, mal das Schmieden zu machen, denn man bekommt, wenn man Schmieden übt, so als Abfallprodukt sozusagen Dietriche. Und das ist natürlich auch praktisch. Also anfangs vielleicht einfach beides machen. Und dann hat man darüber ausreichend Dietriche und hierüber über den Müller jede Menge neue Skillpunkte und man wird quasi auch trainiert beim Müller. Hier sehen wir schon auf der Map den Kater, auch das ein ganz wichtiger Ort. Lohnt sich auf jeden Fall relativ schnell dorthin zu gehen, weil man eben dort dann mit der Schnellreise eben auch mal eben schnell hingehen kann, etwas verkaufen kann. Und was da auch auf einen wartet, ist ein Pferdehehler. Das heißt, wir haben natürlich auch die Möglichkeit, Pferde zu stehlen. Wenn wir uns das Pferd ansehen, sehen wir ungefähr den Wert. Und die Werte schwanken natürlich extrem. Gute, teure Pferde gibt es da mitunter, die Tausende an Silber, an Groschen wert sind. Und wenn wir jetzt so ein Pferd hier zum Beispiel klauen würden und dann damit direkt durchreiten können zu dem Pferdehehler, kriegen wir da natürlich auch immer, natürlich nicht immer den kompletten Wert, aber immerhin noch einen ganz guten Preis dafür. Ja, das waren jetzt so die ersten Schritte für Kingdom Come Deliverance 2, die ersten Schritte zum Klauen. Wie kommt man gut an Geld? Wie klaut man sich das erste Geld zusammen? Wie verteilt man seine Skillpunkte? Später können wir dann natürlich auch noch uns spezialisieren. Das heißt, wir können natürlich unsere Stärkepunkte weiter ausbauen oder wir können weiter auf Agilität gehen. Flinke Finger und solche Sachen können wir auch machen. Dann können wir bei den Sekundärfähigkeiten was einstellen. Wir können unsere Fertigkeiten zum Beispiel in Heimlichkeit erhöhen, dass wir nicht so auffällig sind, dass wir, wenn wir mal erwischt werden, vielleicht auch nicht direkt erkannt werden, dass wir klauen wollten, sondern dass es quasi nur so eine Art Versehen war und so weiter. Also es gibt jede Menge Fähigkeiten, die dann hier Stück für Stück auch noch uns Vorteile verschaffen hier im Bereich Heimlichkeit.
So viel zu Kingdom Come Deliverance 2. Wenn dir das Ganze gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Wenn du willst, ich schaue auch gerne nochmal in verschiedene weitere Details des Games rein. Vielleicht auch wieder, wie man die Skillpunkte vielleicht noch sinnvoll verteilt. Gerne auch in die Kommentare reinschreiben. Ich werde auf jeden Fall im Livestream, sobald das Game zum Release draußen ist, reingehen in das Game. Hose versoffen? Und dann werden wir uns schön unsere Hosen versaufen und hier die ganzen Leute beklauen. Live im Stream. Wir sehen uns dann im Livestream oder im nächsten Video. Bis dahin.